Vi har en dejlig overraskelse til jer. Ja, hallo, wir haben tolle Neuigkeiten für euch. Det er sådan, at vi har jo ventet på, at nogen gerne ville overtage. Der har været mange, men Silvia og hendes mand Wolfram, de tør nu at kaste sig ud i og overtage webshoppen og Karen Marie Klipp. Ihr traut euch? Wir trauen uns, Karen Marie Klipp zu übernehmen, den Webshop und die Streifenproduktion. Und was übernehmen wir noch? Werkzeuge? Das Werkzeug. Einige von den Instruktionen. Ja, genau. Alles Mögliches. Alles Mögliche. Alt das Bedste. Og de tager faktisk, som I kender det, webshoppen med. De fleste og de vigtigste produkter. Ja. Silvia er her med sin familie, hvor de lærer at skære og pakke lige nu. Og så de kan det helt fra bunden. Ihr müsst ja auch selber machen. Ja, genau. Und ihr seid ja eben jetzt auf Besuch bei uns. Richtig, genau. Und wir haben in den letzten Tagen sehr viel gelernt. Ja. So einen Kopf haben wir dran. Und wer schneidet die Streifen jetzt? Das macht Wolfram, mein Mann. Ja. Der ist der Herr über die Streifenproduktion. Und meine Kinder werden sehr viel helfen im Packen. Die haben schon ganz fleißig mitgemacht. Die haben ganz viel Freude auch gehabt, Bestellungen zu packen die letzten Tage. Die wollen gar nicht wieder nach Hause. Und das ist so tolle Kinder. Also das ist richtig ein Familienunternehmen, richtig, merkt man. Genau. Ja. Und wir trauen uns, das jetzt als ganze Familie anzugehen und zu übernehmen. Und sind gespannt, wie ihr darauf reagiert. Ja, de er meget spændte på, hvordan det kan gå. Silvia har sin mand med, der har lært at skære strimler. Og der er også 2 børn. Du har jo 4 børn. Ja. Ja. De 2 mindste er med, og de er så dygtige. De hjælper også til. Es ist ja so, wir haben uns ja eigentlich schon lange gekannt, ne? Ja, das stimmt. Ja. Vi har kendt hinanden i mange år. Og du bist ja Händler, hun er forhandler af vores ting, og laver nogle vidunderlige modeller. Kender alle værktøjerne, og mange gange synes jeg, Silvia laver det lige lidt flottere, end vi selv gør. Also Silvia, ich finde ja, du hast ja, was, wie sagt man auf Deutsch, die Hände, goldene Hände, ja. Okay. Du machst das wirklich sehr gut. Manchmal ein bisschen besser als wir selber. Okay, danke für das Kompliment. So wie viele auch von unseren Kunden. Ja. Kennst du dich ja aus mit unseren Werkzeugen. Ja. Und das freut mich so. Jeg bliver så glad, når jeg kan se, at I kan bruge værktøjerne. Og derfor blev jeg også så glad for, at Silvia henvendte sig, fordi jeg ved, det er i trygge hænder. Aber es ist ein bisschen schnell gegangen. Det er gået lidt hurtigt. Wann könnt ihr anfangen zu verkaufen, denkst du? Also ich denke, dass wir im Mai, zum 2. Mai, der 1. Mai ist ein Feiertag, dass wir zum 2. Mai so weit sind, dass wir anfangen können, wieder zu verschicken. Ja. Hun tror altså, at de kan begynde at sende den 2. maj. Det hele skal jo klappe med at få skæremaskinen derned, og alle de strimler, vi nu mangler, skal de jo have. Der skal de jo have købt papir hjem igen. Ihr müsst ja wieder einige Farben einkaufen, ja, genau. und so weiter. Sonst könnt ihr ja anfangen. Ja, Ja. genau. Was kann ich mich vorstellen, die Kunden auch noch? Ja, wo wohnst du? Ich komme aus der Mitte von Deutschland, aus Sachsen, südlich von Dresden. So wird Karen Marie sozusagen in die Mitte, fast ins Herz von Europa wandern. Genau. De bor nede i noget, der er kendt som Erzgebirge. Ja. I bor meget flot på et bjerg. Ja. 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 Det er et rigtig dejligt område. Der Facebook-Gruppe, da teilt ihr euch auch. Richtig, genau. Ja. Hanne wird den dänischen Teil übernehmen und ich das Deutsche, weil wir verstehen die beiden Sprachen ja dann ganz gut und teilen uns das. Ja. Die Facebook-Gruppe, genau. Ja. Jeg har jo set her, mens I har jo været her en lille uge og har været på kursus, og der har I jo også snakket med Hanne og fået en forståelse med Facebook-gruppen, at det deler I lidt. Jeg håber, at I vil have samme loyalitet over for Silvia og hendes familie,
som I har haft med os. Og også bære lidt over med dem i starten, fordi det er meget at komme igennem, og det er ikke så let altid. Og det har I altid været søde til over for os. Ja, also ich hoffe, dass ihr dann am Anfang mit uns Geduld haben werdet, weil wir uns ja erstmal in alles reinfinden müssen. Wir haben im Prinzip jetzt innerhalb von einer Woche einen Crashkurs hier gehabt bei Karin Marie. Ja. Alles gelernt, uns angeguckt und müssen ja vieles dann erstmal in der Praxis tatsächlich anwenden. Und dann hoffen wir, dass ihr Geduld mit uns habt, wenn es nicht gleich so gut läuft und so reibungslos, wie ihr das von Karin Marie bis jetzt gewöhnt seid. Wir werden alles tun dafür, dass ihr schnell an eure Produkte rankommt und dass wir schnell einen guten Weg finden, in alles uns reinzuarbeiten. Aber wenn es am Anfang ein bisschen holpert, dann habt bitte Geduld mit uns. Danke. Aber Silvia, ihr habt ja gesagt, wir haben die allerbeste Kunden. Ja. Die sind so nett und freundlich. Ja, und das, genau. Hun håber, at I er tilfreds med den, fordi hun ved, det bliver svært i starten. I er jo bare de bedste kunder, og jeg synes, I er utrolig venlige. Det har I været over for os her, over for hele teamet. Det har været en fornøjelse for os at have med jer papirmennesker at gøre. Og det håber vi jo også går videre. Ja, genau. Godt. Ja, dann sage ich hier einmal Tschüss. Wir werden uns wahrscheinlich in Zukunft öfter sehen. Jeg siger farvel.